Und ja, es ist Sünde, aber es schmeckt. Hm. Seine Sünden bestraft der Gott sofort. Das ist bei Bart halt immer geschickt, wenn man legt da was rein. Weg. Ja, toll. Okay, dann nächste Woche dazu gucken. Das Drama von Kev Gardens. Ah, stimmt, Intro gab es ja letztes Mal. Hm. Der fällt mir dummerweise ein bisschen auseinander. Hm. Danke. Sehr geehrter Herr Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei. Aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebt und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn, ich rede von Kapitän Jack Corker. Sein Leben hat mir die Kraft zum Leben, seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn er am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen. Mr. Holmes, hochachtungsvoll, bla bla. Hallo, Oberst Wodka, einen schönen Abend wünsche ich dir. Hm. 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 Ich sollte vielleicht die Kamera ausmachen zum Essen von dem Ding. Stimmt, die Story war, wegen den Pflanzen sollten wir hier hin. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Okay. Ich dachte, kommt jetzt eine mega spannende. Nö, ja, natürlich. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday.
I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack, just like that, so suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. So viel zum Thema Diebstahl. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. Luftballons. Here is a list of the stolen plants. Bionea carnivorus, Galina inebria. Ich lese das doch nicht vor. Wodka haben wir uns dieses Jahr schon gesehen. Gutes neues Wodka, aber ich glaube, wir haben uns schon gesehen. Ich komme schon durcheinander. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Komm, hier sind Pimpetten und... Och, komm. Nichts zu sehen, okay. Na, Watson, danke. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Gutes Neues. Ich glaube, du warst noch da, oder? Ich The weiß. traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood.
Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash, most likely a head wound. Jetzt übertreiben sie es auch mit dem Special. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Okay. This door handle is new. It was recently changed. The door was smashed at shoulder height. Das heißt, hier ist jemand eingebrochen. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Okay. Die Idee ist also, dass er bei der Herzattacke hier rein wollte und dabei... Ja. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Entschuldigung. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. These windows were perfectly cleaned. The smell is strong. It is a detergent. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Okay. This is one of the outlets of the ventilation system. Dann müssen wir ins Archiv und da wird man wahrscheinlich immer basteln dürfen. These plants come from all the territories of the British Empire. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Wer lugt? Water lily greenhouse. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ja, wie oft muss ich das jetzt noch wiederholen, dass sie das haben? Can I help you, gentlemen? Davon zwischen das... Okay. Dann gucken wir mal. Gerötete Augen, hat vor kurzem geweint, tief traurig. Ja, das... Beim Rasieren geschnitten. Saubere Hände. Ach so. Der neue Direktor, ja. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London.
You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay. Palm House. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. You are only allowed to read the newspaper during the lunch break. Okay. Gucken wir das nochmal in dem Watson. Danke. Sind wir hier überall? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Dry tropics. Lasst mich raten. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ein paar von denen hätten vielleicht Überlebenschancen bei mir. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Dry tropics. Genau. Eine Jagdhütte, eine Jagdszene, eine Jagdszene, eine Jagdhütte. Wir haben es verstanden. There is a smell of burning. The symbol is not from Kew Gardens. The remains of a picture frame. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A broom handle was half burned. Kann ich das vielleicht ausmachen, weil ich hier eventuell... Okay, irgendwas habe ich noch übersehen. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Könntest du den vielleicht aufheben, mitnehmen, um zu gucken, ob da Blut oder sowas? Ne, okay. Und so sahen Rasenmäher früher aus.
Ach, ernsthaft? Mr. Holmes kann jegliche Kampfsportart, aber er kann nicht über... Water lily greenhouse. Nursery. Seed house. Ventilation system. Dry tropics. Colonial collection. Palm house. Director's office, cloakroom and laboratory. Reserve. Wir sind hier. Stehen ein Haufen. Na gut, wir sind im botanischen Garten. A Da wird ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A water tank. mit dem scheinen wir noch später was zu tun. Und für das bisschen Rasen steht doch mal ein Haufen Rasenmäher rum. Ventilation system. Seed house. Dry tropics. Water lily greenhouse. Colonial collection. Ja, ich kenne das schon alles. Das Problem ist, wenn ich das jetzt nicht mache, Cloakroom and laboratory. Palm house. Reserve. A map of Kew Gardens. hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass hier noch ein Fragezeichen ist. Oder es hätte mir eben nicht das Grüne angezeigt und ich hätte nicht gewusst, dass ich es mir schon mal angeschaut habe. Ja. Seed house. Locked. Okay. Wahrscheinlich dann von der anderen Seite auch. Seed house. Also ich lese es deswegen einfach, um dann zu sehen, okay, ist grün. Locked. Nursery. Locked. Warum hat ein botanischer Garten eine Nursery? Locked. Locked. Okay, das Fragezeichen ist das Zeichen. Okay, wir brauchen noch nicht weiter gucken. Kurzsichtig, billige Brille, okay. Dreckiger Kragen.
Unverheiratet. Hände eines Gärtners. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ich hol kurz ein Glas für Traubensaft. Bin gleich wieder da. Ist es schon wieder der Gärtner? Ja. Was ich vorhin gar nicht gezeigt habe, der erste Teil von meinem Kauf von Freitag kam und ich war noch ein bisschen irritiert, weil Amazon sagt, es sei alles da, aber es ist noch nicht alles da. Es ist bis jetzt sowas da. Den Rest könnt ihr euch denken, wie verrückt das Hörnchen ist. So, ich hoffe bloß, der Wein ist noch nicht gekippt, weil ich habe ihn nicht gut gelagert. Und der war eigentlich nicht schlecht. Traubensaft. Traubensaft. Vom Konvent. Weißherbst. Lemberger. Traubensaft. Grenzwertig. So, wir haben Dinge, die wir im Archiv angucken müssen. Alter Traubensaft, ja, ja, der Traubensaft ist von letzten Jahr. Echt? Das ist tatsächlich nicht mal so ein Alter. Aber ich habe ihn scheiße gelagert, deswegen, nachdem ich ihn an Silvester offen hatte. Geht noch. Wir müssen tatsächlich in die Baker Street. Und was haben wir denn hier? Albert Doone ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot. Offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche, unverheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Martin Hamish ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners dreckig und geschwollen. Entschuldigt. Er ist kurzsichtig, trägt einen Bifokalbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehm machen würde. Er lebt alleine. Interessante Formulierung. So, was suchen wir? Wir suchen Symbol, Symbol und die Liste von gestohlenen Pflanzen, irgendwas. Okay.
That is not the one I need. 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 Okay. Kunst, Architektur, Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin, Botanik, Pflanzen, Hormone, medizinische Kräuter, exotische Pflanzen, Band 4 Giftvarianten. Die Gemeinsamkeiten dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Donner, bla 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 bla. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden, für alle allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit einem Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Here it is. Ich habe was im Kopf. Ich sag's jetzt mal. Der Sohn hat rote Augen vom Putzmittel. Das Putzmittel hat er verwendet, um irgendwas an der Scheibe wegzuwischen. Und da stand diese giftige Sporenpflanze, die seinem Vater im Streit irgendwie drüber gestolpert, und dann ist ihm das ins Auge und der Vater ist dann deswegen gestorben. Theorie. Kunst und Architektur. Geschichte? Wäre jetzt hier irgendwas mit... Oder das. Wir haben 3... Welches Jahr ist? Oh, scheiße. That is not the one I need. That is not the one I Ich hätte es need. gern gelesen. That is not the one I need. Okay. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Drevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Here it is. The Sekte. Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Okay. Häresie! Ja, nicht nur du. Das können wir morgen bekämpfen, die Häresie. Simmers Gartenwerkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Topfvariationen sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Bulton Road, London. Here it is. Und du? Ja, gibt es Oberst-Wodka. Wahrscheinlich am Freitag. Also meinst du die Starship Trooper Box oder die Riftbreaker Box? Beides wird es wieder mal geben.
Wird es auch wieder geben, ja. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Jitus, einen schönen Abend. Wir haben doch vorhin schon. Was gab's zum Essen? Das ist die richtige Frage. Serie, was gab's bei dir zum Essen? Okay, jetzt eigentlich ein bisschen nach WT. Ja, also Platz haben wir meistens. Butterstollen. Butterstuten. Okay, das musst du mir jetzt kurz erklären. Butterstuten kenne ich nicht. Wer ist hier Bayer? Ist hier bayerisches Volk anwesend? Bin ein Schwab. Weiß jetzt nicht, ob das es besser macht oder nicht, aber okay. Die folgenden 3 Pflanzen haben sich als tödlich für Menschen herausgestellt. Okay. Butterstuten. So habe ich das noch nie gehört. Okay, was übersehen wir, meine Herren und Damen? Ich weiß nicht, warum ich das auf oder zu machen kann. Und wieso bin ich jetzt in der... Oh Gott, er war's. Wie ich es immer wieder sage, mitraten ist erlaubt. Ob Watson. Na, also raten ist jederzeit erlaubt. Und ich vertraue euch dabei, wenn ihr selbst unterscheidet, ob das jetzt ein ich kann mich daran erinnern ist oder ein ich rate. Okay, warum ist hier ein Fragezeichen? A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings.
Am Anfang. Ganz am Anfang. Weswegen ich hier gerade noch ein bisschen blind rumrenne, um zu gucken, ob mir irgendwo noch irgendein Hinweis auf irgendwas gibt. Mich wundert, dass ich hier warum darf ich da nicht hinreisen, wenn ich da noch in der Baker Street auf die Karte? Das ist der 5. Fall. Oder? Das ist der 5. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Oh Gott. Yep, der 5. My analysis table. It is useful for my work. Hier ist auch... Hä? This is where I keep my post. Ich bin verwirrt. Ja. Und ich werde natürlich alle Fälle wieder zusammenschneiden und auf YouTube hochladen und so weiter und so fort. Was zum... Just be careful with the plants during your inspection. Fragezeichen heißt immer, da kann ich noch irgendwann mal was mitmachen, aber nicht aktuell. Okay, was fehlt uns noch? Excuse me, but I have to tidy up this room. Moment mal. Okay, das ist neu. Tür aufbrechen. Hätte ich das beim Zug auch können? This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Autopsie durchführen. Na, endlich. Okay, jetzt. Ja, das war's. Dieses Ghost-Ansicht, was passiert ist, hat man bei dem Zugfall auch. Da konnte man nicht in eine Sequenz, deswegen bin ich etwas irritiert gewesen. Und nochmal für alle, die es nicht wissen, es ist immer noch nicht gesund, aber die zwei hier sind nikotinfrei. Die runden sind, oder die dickeren sind die mit Nikotin.
Immer noch nicht gesund, immer noch bäh, aber besser als vorher. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Leicheln, Schnipseln. This watch is of great value. A membership card for the London Crest Club. A beautiful feather pen of a good make. An Mr. F. Vane, Geschäftsführer der Druckerei Vane Sons. Werte Mr. Vane, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Okay. Der war wohl etwas eigen. Der Patient ist schon tot. Du musst dich nochmal Hand anlegen. First of all, let us carry out an external examination. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Nothing suspicious here. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Okay, das spricht dann etwas gegen Gift, oder? The air from the lungs carries a faint floral aroma. Now, let us examine the internal organs. Dürfen wir schnipseln? Wir dürfen nicht schnipseln. Menno. Okay, fast so gut. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Das stinkt wieder am meisten. The stomach tissues show no visible pathological signs. Die haben mich There rangelassen. is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning, plant poisoning to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No,
A few innocuous questions at Q will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Mhm. So, wir haben gespeichert. Wir wissen, dass das sehr absturzgefährlich ist. Vergiftung, tödliche Pflanzen. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung gestohlen haben. Ja, das ist momentan mit das Naheliegendste. Nach Montague Dunn im Koloniehaus eingeschlossen wurde, inhalierte er tödliches Pflanzengift, ja. Das ist mal nicht abgeschmiert. Lestrade. Locked. Genau, ich habe alles wieder reingelegt. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Okay. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes.
That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Okay. Oh, Gott sei Dank, danke, dass du mich erinnerst, bevor Hartmut wieder reinkommt. Ich vergesse das immer. Und einen schönen Abend. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Doch. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay, das war interessant. Er war nicht angetan vom Vater, aber vom Sohn sagt er, der kann auch nichts, auch wenn er ihm gefühlt leid tut. Deckst du dich ein oder gehst du pennen, Wursti? Muss echt mal zum Optiker. Die haben jetzt auch ein wenig frisch. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Ich habe das richtig verstanden. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand.
Ja, wir haben Thank you, young man. We shall höchstes see you Verständnis again dafür. soon. Es war einmal geklickt, einmal geraten und einmal vermutet. Hat er uns den Schlüssel? Ja, hat uns den Schlüssel gegeben. Water lily greenhouse. Ich glaube, das war gerade der längste Weg, den ich habe gehen können, oder? Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Was für ein Zufall. Open. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Das war genau unter Augenschein, neben die junge Dame. Oberst Wodka, was mir gerade einfällt, du hast geschrieben WT-Pause. Bist du auch auf Entzug? Teures Parfum. Okay, ich hätte jetzt eher auf die Brosche getippt, aber gut. Nicht die Titten okay. Arme Familie. Durch Mangelernährung kriegt man rot, okay. Ah, also nur auf vorübergehenden Entzug. Du hast noch nicht den Sprung weggeschafft. Sorry. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Nichts, Titus. Beweise, Informationen, wir müssen die Would Dame you happen verhören. to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Umgekehrt kann ich sie auch noch verstehen. Passt ja alles. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master,
a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. No shit, Sherlock, fällt mir da ein. This is one of the outlets of the ventilation system. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Materials for college study. They belong to Albert. Ein Schiff. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Der wollte zur See. Okay. Hey! Hm. Warum stand mir gerade zur Auswahl, ob ich Schlüssel verwenden will? The seeds of plant species are stored here. Ah, I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. okay. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Mal das lesen? Nee.
An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Okay. A glasses case. It is empty. Na gut, er hat ja auf dem Kopf. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Okay. Noch ergeben sich keine weiteren. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Okay. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. A botany book. This student's book belongs to Albert. The employee's cloakroom. Ein Bild einer Dame. It appears as though the protective equipment is missing from here. Ja, weil es da hinten verbrannt wird. Oder versucht wird zu verbrennen. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Tobi. Hier und Tobi, ja. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Dachte ich mir schon.
Okay, da sind neue Symbole drauf. Oh Gott. Okay, das war neu. Open. Martin Hamish's locker. Ich habe eigentlich auf Alberts geklickt, aber gut. Sein Sohn sah damals schon nicht begeistert aus. Father and I, Kew Gardens. Oder sein Vater. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague Dunn noch am Leben war, konnte ich Ihr Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die Gärten unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet durch die fortwährende Ungewissheit. Okay. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Albert's locker. Vielleicht ein bisschen gern. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. So, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unseren Eingangsprüfungen nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montgomery Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, in die Leistung der Königlichen Botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, J.M. Lemmerchart, Leiter der Royal Navy College. Okay. Der Vater hat also aktiv. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Miss White's locker. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? Okay. Apparently, Miss White is a capable student. Moment mal. Sie studiert nachdem... Apparently, Miss White is a capable student. Die hat schon ein Diplom in Chemie, ein Master.
These jewels must be worth a small fortune. Liebe Margret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst, da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein Freund Albert. A vanity purse. It is of high quality. Soviel zum Thema, wir geben das für Studium aus. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten, nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Miss Dunn getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen. Okay, what happened? Mich sehr verwirrt. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Irgendwas übersehen wir noch. Jetzt bin ich etwas irritiert. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Ich bin verwirrt. Aber erstmal müssen wir Tobi holen, oder? Holen wir Tobi? Wir holen Tobi. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Natürlich liest du irgendein Buch mit Hieroglyphen. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Ruff. Die Ohren. Wie sie im Wind des Rennens hin und her wackeln. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory.
It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Okay. Lasst mich raten. Ja. Zurück. Wir haben nochmal das Schlüsselsymbol. Also irgendwo. Ah, da ist noch eine Tür. Könntest du da... Nein. Okay. Okay. Ach du Schande. Drei waren es diesmal, gell? Okay, 1, 2 und 1, 2 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und ja, da fand ich das erste Safe-Knacken ein bisschen witziger. 1, 2, 3, 4. Machen wir 5 draus, dann sind wir komplett fertig. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht, damit du mich beschuldigst. Covent Garden ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen, auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solche wertvollen Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Juni 89, Zeitungsarchiv. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Covent Garden, die geheime Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sind uns wie immer am Dienstag im Budels. Okay. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannte Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen, unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall von Le verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwester niemals aufgeben werden. Wir haben einen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. What the fuck? Schön, noch ein Brief. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schuld von Miss Margaret White an Mr. McGonagall. Schulden. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredit bei Hamilton, bei der Redkin-Haus Schneiderei und beim Juwelier Bird Sons. Okay.
A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Okay, waren die mal Freunde? French wine, a remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste. Nee, Champagner schmeckt mir trotzdem nicht. Aber wirklich modern ausgestattet hier alles mit inklusive Telefon. Newspapers discussing Kew Gardens. Neue Pflanzenart. Die Belegschaft von Kew Garden verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Und noch ein Brief. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Cave Garden einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben. Die reden da die ganze Zeit von... Oh Gott. Anscheinend ja nicht mehr. Ich wollte... Na. Okay, der Rest passt noch nicht. Und wir dürfen wieder zurück ins... das ist das eigentliche, das Hin und Her, das Backtracking. Das ist ein bisschen Zeitschinden, wobei das einfach an der Ladezeit liegt. Und das ist mein Fehler, dass ich das Spiel nicht auf der SSD habe. '89 Paris. Die göttliche Gesellschaft, eingetragen in 48 Grosvenor Street, Carleton Road, eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Königs zu Revan, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Aussage der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offizielle Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn die private Organisation, die sich offenbar dem Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Vorfahren, nicht Paris. Wie komme ich auf Paris? Aber auch... Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Mich irritiert immer noch, dass ich von dem Zulieferer die Adresse nicht, obwohl ich sie... Ja. Und welche Spielchen dürfen wir Let us diesmal machen? determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis.
Nö. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Kann ich den bunten Brenner nicht? Okay. Oh Gott. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Okay. Erst befragen wir die nochmal. Bushines and Sihirili. Business and Sihirili. Einen schönen Abend. Jetzt. Business. Einen schönen Abend. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Scheiße. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust
inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay. Martin Hamish hat ein Motiv. Er glaubt, dann habe ihm und seinem Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange Dunn lebt. Ist ein mögliches Motiv. Also in dem Fall ich habe so ein bisschen die Dame aktuell, so bauchgefühlmäßig im Verdacht. Oh Gott. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ja, ja. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Damit hätten wir das nächste Motiv. Oder wurde so ein Orient-Express-Ding? Watson. Falls ihr nicht wisst, was ich mit Orient-Express-Ding meine, wo ja eigentlich alle im Zug. So, Madame. Mit den hübschen Kew blauen Gardens Augen. is such an exciting place. Wouldn't you agree? Die nicht mit uns reden will, okay. Was mich noch ein bisschen irritiert ist, in diesem einen Brief uns unsere liebe Schwester zurückgeben. Das da? Also sie. Schwester, stand da Schwester. Oh. Habe ich mal wieder nicht vorgelesen. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Lieben Schwestern. Okay. Du hast recht. Hübsch.
the Kew Gardens symbol. Fragments of a flower pot. It fell down here. Okay, wir sind mal A wieder falsch fragment of a gelaufen. flower pot. Das hätte uns darüber bringen sollen, verstanden. Was läuft das böse Hörnchen aber auch den Weg hier? Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Drogen. Eindeutig Drogen. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Verätzung. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nitos, ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke fürs dabei sein. Morgen gibt es Schieße vs. Hörnchen. Oder nach Warhammer. Do you have... None. Not worthy there. Mit Wurzel zusammen. Warhammer, Rough Trader. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal.
We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Ob ich jetzt noch bereit? Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Hola. Good, good. Hola. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Das Einzige, was der rote Saft machen wird, ist I believe I can fly. Entschuldigung, das musste. Aber ich spüre ein wenig das Genick.